So, herzlich willkommen zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Gerrits Tagebuch, Gerrits Tagebuch, Gerrits Tagebuch, Gerrits Tagebuch. 100 Folgen Gerrits Tagebuch, unfassbar. Und ich kann mich noch genau erinnern, Gerrit, wie du damals angefangen hast. Wie ihr erzählt habt, ihr wollt jetzt so ein Tagebuch machen oder so und ich das gar nicht begriffen habe. Der Flughafen ist eigentlich seit 6 Jahren geplant. Wir haben ihn uns immer gewünscht und vor 5 Jahren habe ich schon Tests gemacht mit den ersten Flugzeugen. Das war damals noch mit so einem Rad in der Mitte hier als Antrieb. Das erste Video liegt ja mittlerweile fast unglaubliche 16 Jahre zurück. Damals hattest du ja schon 2 Jahre am Flughafen gearbeitet und wir, die dir nahestanden, haben mitbekommen, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Akribie du dich da reingekniet hast und dass du auch nicht schlafen konntest, wenn es irgendwelche Antriebsprobleme gibt, dass dich der Flughafen eigentlich 24 Stunden am Tag Dauer beschäftigt hat. Und so ist dann die Idee von Gerrits Tagebuch entstanden, dir ganz, ganz nah beim Arbeiten zusehen zu können. Und schon die erste und die zweite Folge waren dann irgendwie 300.000 Views und ich dachte, boah, Wahnsinn, die kleben dir ja an den Lippen. Wir haben mal alles zusammen addiert, dass jetzt über 1 Million Klicks auf Gerrits Tagebuch hatten und das ist wirklich ein tolles Ergebnis, über das wir sehr stolz und glücklich sind und uns vor allen Dingen bei euch allen dafür mal bedanken möchten. Und was daraus geworden ist, ist unfassbar und ich glaube, das wäre heute mal Zeit, zusammen zurückzuschauen, wie es angefangen hat, oder? Ja, der Bau des Airports, das war schon eine richtig spannende Geschichte. Ich kann mich da noch so gut dran erinnern. Ich meine, das ist jetzt 14 Jahre her und trotzdem habe ich sofort ein bisschen Schweiß an den Händen und Gänsehaut, wenn ich daran denke, was das für eine Zeit war. Wir haben da so viele Nächte an diesem Teil gearbeitet. Und wenn ich dieses Ding aufsetze, lässt man mich tatsächlich in Ruhe, ohne dass man mir auch dafür böse ist. Der Grund dafür, dass wir hier nicht fahren können, ist nicht, wie vielleicht einige vermuten, weil sie es irgendwo mal gesehen haben, dass wir hier einen Unfall mit dem Lift hatten und dem A380. Also wenn man damals schon gewusst hätte, wie gut der Flughafen jetzt läuft, hätten wir bestimmt viele Sachen ganz anders gebaut. Aber wir wussten es halt nicht. Und es funktioniert ja trotzdem. Eigentlich kann jeder, hast du mal gesagt, aber was du hier abgeliefert hast, ist ein Meisterwerk. Also diese ganzen Rundungen und der nächste Wunsch, es soll auch jederzeit demontierbar sein, also abnehmbar, damit wir da ran können. Damals haben wir noch mit sehr einfachen Materialien gearbeitet. Als wir feststellten am Flughafen, wir haben so viel Technik, die da rein muss und wir brauchen viel mehr Stabilität, kam es dazu, dass wir von Tischlerplatte und Sperrholz tatsächlich auf Multiplexplatten gewandert sind. Und dass wir angefangen haben, den Tisch an die Anlage anzupassen. Das war quasi für das Wunderland ein kleiner Quantensprung, den wir gemacht haben. Kommen wir von der Holzkonstruktion zur Tarnung, aber bevor wir das tun, Christian möchte einmal seine Mama küssen. Ich starte mein tägliches Fitnessprogramm, den Hindernislauf hinter die Anlage. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe nur das Endergebnis gesehen und hoffe jetzt einfach mal, dass beim nächsten Durchlauf, wenn er hier wieder ankommt, den Fehler nochmal machen wird. Aber davon habe ich so jeden Tag 50, 60 Stück. Ja. Stromausfall im Bereich des Flughafens. Es gibt irgendwo im Gebäude noch einen Stromausfall. Aber man muss auch sagen, trotz der ganzen Fehler haben wir nie aufgegeben und am Ende hatten wir richtig schöne Einweihungen und Taufen. Dann hatten wir vor einigen Tagen eine für uns sehr wichtige Sache. Wir mussten nämlich das erste Mal den Flughafen vor laufenden Fernsehkameras live in die Bewährungsprobe schicken. Und dann du ja auch relativ schnell dann auf die Lösung kamst. Wir zeigen das Starten und Landen der Flugzeuge, was ich finde nach wie vor eine super geniale Idee war, dass man dann eben ein Katapult baut. Das war einfach eine super geile Idee und fesselt die Menschen ja, jetzt seit 14 Jahren. Das ist Wahnsinn. Also bei fast allen Sachen ist der Weg das Ziel. Das heißt, die Motivation ist einfach die Freude und der Spaß an der Sache. Und dann natürlich die Eröffnung. Ich muss nur leider kurz blockieren, weil ich die Startretung festmachen muss. Ich wollte mal Hallo sagen. Es war eine große Freude. Bin sehr gespannt, ob das jetzt gleich so läuft, wie wir uns das vorstellen. Der Flughafen ist hiermit eröffnet. Gebaut haben wir den Airport natürlich in der Hoffnung, dass er möglichst lange hält, so nach den Sterngreifen mäßig. Gedacht war aber schon, dass es ist ja nur ein Prototyp und irgendwie kann man das nirgendwo sonst kaufen, gucken. Selbst damals die Hersteller haben gesagt, einen Linearantrieb können wir in der Länge machen, aber Garantie gibt es nicht, weil keiner weiß, ob es dann funktioniert. Aber es hätte im Prinzip niemand gedacht, dass wir noch heute eigentlich original das, was wir damals eingebaut haben, noch benutzen und immer noch so im Schein steht und so gut funktioniert. Und super froh bin ich auch, dass du hier warst, Niki, oder hier bist. Und wir haben schon viel gefachsimpelt. Nein, ich muss ehrlich sagen, ich bin überwältigt, was da hier alles produziert wurde. Weil ich kann mir den technischen Aufwand natürlich vorstellen, den man da hinein buttern muss, dass das alles so in seinen Abläufen stimmt. Bei jedem Blick, wenn man auf diese Anlage schaut, entdeckt man wieder was Neues. Und das ist ja das Tolle hier, dass man einfach stehen bleibt und nicht mehr wegkommt,
weil man noch nicht alles gesehen hat. Und ich habe hinter den Kulissen oft gedacht, das habe ich nie in die Kamera gesagt, das habe ich auch den 40 Leuten, die hier hinter mir standen, nie gesagt, dass es viele Momente gab, wo ich aufgeben wollte, wo ich gedacht habe, wir haben uns das echt zu viel vorgenommen. Und wenn man das Revue passieren lässt, ich glaube, das Gerrits Tagebuch war teilweise auch so deine psychologische Bearbeitung dieser ganzen Probleme. Ich weiß ja, du warst oft bei mir und hast gehadert und gesagt, das wird nie was. Am nächsten Morgen warst du wieder voller Elan und ich glaube, das hast du auch gebraucht, ne? Es wird natürlich auch nach der Flughafeneröffnung am 4.5. noch weiter Gerrits Tagebuch geben. So, kann losgehen. Läuft? Okay. Naja, also ich habe schon Angst und möchte irgendwie nicht erkannt werden. Aber also ja, der Auftrag war ja, das Flugzeug soll auf der Stange sein. Und kann gerade nicht. Wir haben schon wieder solche Rückschläge gehabt. Nächsten Tag steht er in meinem Büro und sagt, oh, das ist so toll und wir schaffen das alles, wo er mir gestern noch gesagt hat, es geht gar nichts. Das ist Gerrit. Ich war sehr, sehr froh, dass deine Projektliste, deine Ideenliste so lang immer ist. Und ich sag nur eins. Bis auf die Schiffssteuerung, was ist damit eigentlich? Die Schiffssteuerung, ja, ein leidiges Thema. Seit vielen, vielen Jahren sind wir daran. Eigentlich seit so vielen Jahren, dass sich das Ganze zum Running Gag entwickelt hat. Aber es macht Fortschritt. Es dauert länger als erwartet, weil wir hier und da Problemchen haben. Wir haben nämlich festgestellt, dass die Winkel der Kameras, wie wir sie in die Decke geschraubt haben, durchaus noch optimierbar waren. Naja, die Schiffssteuerung war das erste große Projekt, mit dem ich im Wunderland betraut wurde. Bedauerlicherweise ist es bis heute nicht zum Ende gekommen. Aber es war ein aufregendes Projekt. Für einen Softwareentwickler natürlich ungemein spannend, A, vor Gästen zu arbeiten, B, in diesem eiskalten Wasserbecken rumzuwarten. Du hast eine Software geschrieben, die die Ortung sowohl als Rohdaten als auch als erste Glättungsversuche zeigt. Und man sieht, das Ergebnis ist schon gar nicht schlecht. Richtig. Das ist eigentlich super sogar, finde ich. Und der Knaller war eigentlich ein junges Mädchen, das dann fragte relativ laut, Mama, was macht der alte Mann im Wasser? Das fand ich grässlich. Denn die Wahrheit ist, an der Decke hängt ein Ortungssystem. Unsere Herausforderung 2005, als wir hier eröffnet haben, warum die Schiffssteuerung nicht funktioniert hat, war die Ortung. Und es bleiben eigentlich nur 1 bis, sagen wir mal, 1,5 Ideen, wie man das lösen könnte. Und eine davon hängt fertig an der Decke und wartet nur noch darauf, dass Daniel und ich uns mal die Zeit nehmen oder die Zeit haben, ein Navigieren der Schiffe, das ist nämlich schon fertig programmiert, und dann ein Manövrieren der Schiffe. Wie finde ich denn auf meinem Fahrweg zurecht und wie weiche ich Gegenverkehr aus und wie lege ich an? Endlich mal programmieren. Ja, Gerrit, ich habe am Wochenende Zeit. Wie schaut's bei dir aus? Die vollautomatische Schiffssteuerung wird es vielleicht nie geben, das wissen wir noch nicht, weil Bock haben wir drauf. Aber es eilt nicht, weil es funktioniert super, es sieht gut aus und die anderen Projekte sind mindestens genauso spannend. Naja, es wäre ja langweilig. Schiffssteuerung begleitet uns jetzt seit 15 Jahren oder 20 Jahren bald. Wäre ja langweilig, wenn es nicht ein Thema bleibt. Aber ist ja nicht das einzige Thema, das nicht geklappt hat. Oder wie war das noch mit dem kinetischen Sand? Wir haben momentan genau heute eigentlich so den Punkt erreicht, wo wir alle Versuche, die wir gemacht haben, erstmal beenden. War ja die super Idee, oder? Ja, geil. Das sieht ja wirklich aus wie Lava. Es sah auch einen Tag lang super aus und dann ist der Super-GAU passiert. Der kinetische Sand hat seine Eigenschaften verändert. Das heißt, wo er am Anfang langsam runtergeflossen ist, ist er am Ende super schnell durchgerutscht. Am Ende war das einfach ein Materialkiller. Ne? Der Sand der ist wie Schmirgelpapier. Das hat im Grunde genommen die ganze Förderkette und diese ganze Spirale völlig zerstört. Das sind leider keine guten Nachrichten, auch wenn wir zwischenzeitlich, ihr seht es, habt es gesehen, tolle Bilder liefern können. Müssen wir eventuell sogar über eine Alternative nachdenken. Ja, das ist sozusagen ausnahmsweise mal ein unschönes Ende von Gerrits Tagebuch, aber wir sind absolut zuversichtlich, dass wir in der nächsten Folge schon wieder mehr lächeln als heute. Und dann stand ich da. Scheiße, was machst du? Kein Sand, keine Lava, Eröffnungstermin rückte näher und dann bin ich auf die B-Lösung gekommen und gelöst haben wir das Ganze mit einer dicken, fetten Kette, die eigentlich aus der Getränkeindustrie kommt. Da werden normalerweise Flaschen mit von A nach B transportiert und so Abfüllanlagen. Auf diese Kette haben wir Acrylplatten draufgeklebt. Darauf ist dann eine dicke Schicht Silikon draufgekommen, die ich komplett mit echtem Ruß bearbeitet habe, das hingeformt habe, dass es so aussieht, als ob es wirklich Lava ist. Das ist jetzt ein Element aus dieser Kette, wo ich quasi schon mal so einen Lavafluss raufmodelliert habe. Und es sieht tatsächlich aus wie echte Lava. Besser als mit dem Kinetik-Sand. Klar, das Ding musste ja am Ende auch irgendwann mal programmiert werden. Und das haben wir wieder mal in so einer Nacht- und Nebelaktion gemacht. Mit Sven damals zusammen haben wir uns eine ganze Nacht da eingeschlossen im Wunderland. Ha, ich hab's mir gedacht. Ich kenne ja unseren Sven. Das erinnert mich nämlich eher so an Weihnachtsfeier oder unser Sommerfest, Disco-Beleuchtung. Sven macht gerne mal solche Späße, aber er hat sicherlich auch noch andere Sequenzen. Die habe ich nämlich eben schon gesehen in petto. Eines Morgens hast du mir das hier gezeigt und seitdem grinse ich nur noch. Mach mal an. Ich mach mal Licht an. So, tolles Licht, ne? Aber
Und seitdem ich das gesehen habe, bin ich wirklich vorfreudig auf die Idee, du hast gesagt, am besten mehrere, die sich dann so ein bisschen Ping-Pong spielen. Der eine schaufelt den anderen zu und dann verschiedene hohe Eruptionen. Ja, der Vesuv war eine schwere Geburt. Es hat lange gebraucht, viel Forschung, viel Entwicklung mit kleinen Rückschlägen. Aber jetzt ist es ein grandioses Meisterwerk geworden, wo ich sage, boah, das Ding sieht super geil aus und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal die ersten schönen Beauty-Shots vom Vesuv-Ausbruch Version 1.0. Viel Spaß damit. Ja, Vesuv ist fertig und das ist wie so oft dieses Gefühl, Gerrit, du kannst dich nicht mehr toppen. Es geht nicht mehr, es kommt nichts mehr, was noch verrückter ist. Und klar, wir wussten ziemlich schnell, da kommt immer wieder was. So, auf dem Weg zur Lokwerkstatt bin ich an dieser wichtigen Tür hängen geblieben. Sie beschäftigt uns schon seit 10 Jahren und wenn alles gut läuft, fliegt sie in 3 bis 4 Jahren raus. Da kam ja auch dann irgendwann der Moment, dass ich in einem Gerrits Tagebuch, glaube ich, mehr als 20 Sekunden geredet habe. Ansonsten spielte ich nie eine Rolle. Ich durfte nicht. Ich hatte Hausverbot. Ich hatte Gerrits Tagebuchverbot. Es war sein Ding. Hallo Freddy, erzähl mal. Jetzt zeige ich euch mal die Zukunft. Wir verhandeln nämlich gerade mit unserem Vermieter, der Hala. Da tauche ich plötzlich auf. Ich hatte was zu sagen. Das war richtig cool für mich. Wir wollen liebend gerne eine Brücke hier rüber bauen. Und zwar über den Fleet, diese 30 Meter, am liebsten mit so einem Glasdach so rund rübergezogen, vielleicht noch ein bisschen Stahl mit rein. Danke Freddy für deine Vision immer wieder aufs Neue und es ist tatsächlich so, es fehlen nur noch letzte Details. Ja, die berühmten letzten Details. Das ist unsere ganze Kindheit auch so gewesen. Wenn Gerrit und ich zusammen gespielt haben, es mussten immer noch alle Details geklärt werden. Es musste noch mehr gemacht werden. Da fehlte noch was und wenn es was fehlte, war es nicht fertig. Und das ist aber ehrlich gesagt immer das Schönste überhaupt gewesen, weil die Vorfreude dadurch ganz toll war. Und diese Vorfreude bei der Brücke war auch wirklich mega. Und dann kam endlich dieser große Tag. Es ist der Moment, wo die Seile sich spannen an der Brücke. Wir haben einen 800-Tonnen-Kran hier stehen, 2 Tage aufgebaut, aber viel wichtiger, 15 Jahre voller Vorfreude kommen jetzt auf einen Punkt. Vor 15 Jahren stand Freddy an der Luke hinten und hatte die Vision, wir bauen hier irgendwann mal eine Brücke rüber, um uns zu erweitern. Und heute ist der Tag X. Man hört es auch an meiner Stimme, wenn man mich kennt, es ist ein besonderer Moment. Wir haben ja Meilensteine ohne Ende im Wunderland gehabt, aber das war der Meilenstein, kann man fast sagen. Also wirklich so ein Brückenschlag über das Fleet rüber in ein anderes Gebäude mit einer schiefen Brücke. Und das im Weltkulturerbe. Das ist ja wirklich auch noch eine Herausforderung gewesen. Ich werde ihm jetzt mal sein Interview smashen da. Er ist voll in seinem Element. Ich brauch den. Also, moin. Es war schön, dich zu beobachten, weil man kennt dich so, ne? Ja, eine Brücke und... Wo wollen wir uns hinstellen? Ich würde da vorne war gut, ne? Unfassbar. Ich wollte eigentlich ein Foto nur haben und dann habe ich mich reingesetzt und dann meinte, jetzt drück mal aufs Gas. Ging dann plötzlich los, weil er war in einem Ruhemodus und dann jetzt machen wir mit dem Joystick und da war der Ausleger zum Test gerade über den Fleet rüber und dann sagt er, jetzt hol ihn mal zurück. Und ich, was willst du? Ja, hol ihn mal zurück, machen wir mit dem Joystick und dann habe ich diesen riesengroßen Kran zurück aus dem Fleet hier rüber gesteuert. Krass. Ja, ich bin etwas neidisch. Ich lungere hier Alles aber schon gut. die ganze Zeit rum, ob ich Alles gut. auch mal darf. Das ist der Meilenstein in der Geschichte des Wunderlandes. Das hätten Gerrit und ich uns ehrlich gesagt niemals träumen lassen, dass das wahr werden kann. Ich habe mir gedacht, es ist mal an der Zeit, über ein Thema zu reden, was wir seit einem Jahr im stillen Kämmerchen betreiben und euch immer so ein bisschen vorenthalten haben. Der Grund ist, dass wir bei diesem Thema so unsicher sind, ob das jemals funktionieren wird, dass wir nicht irgendwelche Begehrlichkeiten und Erwartungen wecken wollten, indem wir am Anfang toll erzählen, was wir jetzt gerade Schönes vorhaben und es am Ende nicht funktioniert. Wir wissen auch nach einem Jahr immer noch nicht, ob es funktioniert, aber ich dachte, es ist jetzt an der Zeit, mal unsere Fortschritte hier zu zeigen. Und zwar habe ich Ihnen vor einigen Jahren schon mal in die Kamera gesagt, mein persönlicher großer Traum ist, eine Formel-1-Strecke. Was für uns eine Sensation war, wie für euch ist ja verrutscht was auf einem
Grünstück im Kreis ist für uns eine kleine Sensation gewesen. Also vor allen Dingen, als Axel mich eines Tages runterrief und sagte, schau mal. Ja, ich klopfte an meine Tür und hatte dann so ein kleines Modellauto, ein Formel-1-Auto. Meinte Axel, guck dir das mal an, das ist viel zu klein. Da passt keine Motoren rein, nichts, das geht viel zu schnell kaputt. Lass dir mal einfallen, ob du das irgendwie anders antreiben kannst, über die Straße. Und wenn das nichts wird, dann macht es auch nichts. Ich weiß nicht, ob du überhaupt noch Lust hast, immer nur Formel-1-Autos und Halbach-Aries und dann neue Ideen. Ja, weil mir immer wieder neue Ideen kommen, habe ich natürlich auch Lust, die umzusetzen. Dann habe ich erst mit ganz viel Spulen eigentlich irgendwelche Dinge ausprobiert und habe dann recherchiert und kam dann auf so eine Technologie, dass man mit einem Magnetfeld tatsächlich durch einen durchflossenen Leiter genug Energie kriegt, um einen Magnet zu bewegen. Das war mir nicht bewusst. Habe ich ausprobiert und dann habe ich da immer weiter getüftelt, bis dann irgendwas sich bewegt hat. Ich werde jetzt eine Teststrecke zeichnen, die wir auch gerade bauen. Es wird ein Oval. Das hoffe ich, wenn alles gut läuft, könnt ihr das nächstes Mal schon sehen, mit dem ich das testen kann. Ich möchte jetzt ein Auto auf diese Strecke setzen können und sagen können, fahr. Mensch, jetzt ist dieser Clip, den wir gerade sehen, von 2017. Die allererste Ankündigung war einfach 2015. Das ist so eine Zeitspanne. Und jetzt muss man sich dazu noch vorstellen, dazwischen sind so viele Dinge passiert. Das ist abgefahren. Ich fand die Idee so spannend, auch wenn ich dir nicht geglaubt habe, dass wir das schaffen werden oder dass das am Ende klappt im Dauerbetrieb. Ich erzähle das eigentlich deswegen, hole ich es jetzt mal aus der Vergangenheit hoch, weil so ein bisschen gerade diese Wochen gerade der Moment ist, wo ich das erste Mal glaube, wir kriegen das hin. Ich war der Erste davon überzeugt, dass das klappt, während Gerrit die Jahre später in der Zeit, ja, zu 50%, zu 30%, ich war mir sicher. Aber ihr könnt euch gleich vorstellen, was das für mich für eine Nachricht ist, dass hier 6 Autos im Kreis fahren. Weil es gab keinen physikalischen Sinn, warum es nicht funktionieren sollte. Wir kämpfen seit Wochen gefühlt gegen Windmühlen. Und zwar einmal auf der Softwareseite. Beide Softwareseiten, also sprich die vielen Mikrocontroller in der Anlage, als auch die Hauptsteuerungssoftware im PC, sind mit der Aufgabe also ganz schön überfordert. Dann brachte Gerrit das Thema Kameras auf. Er sagte, wäre doch cool, wenn wir wie im echten TV, wie bei der echten Formel 1, ein Live-Bild von der Strecke hätten. Das war so ein Treppenhausgespräch, wir standen an der offenen Flehtür. Es war ein schöner Sommertag und ich hatte keine Idee, wie man sowas machen könnte. Aber das war so eine Aufbruchstimmung. Da sagte man, ja cool, das machen wir. Wie viele Kamerastreams, Livestreams kann man eigentlich in so einen Rechner reinpumpen, ohne dass der zusammenbricht? Da sind wir bei 22 angekommen, HD-Streams, die so ein Rechner verkraftet. Mein Wunsch war nämlich 16. Das heißt, du hast die 22 höre ich jetzt zum ersten Mal, weil du hast gesagt, 16 klappt. Jawohl. Da habe ich mich schon tierisch gefreut, weil bei 22, das wäre super. Das müssen so bummelig 5 Jahre gewesen sein. 5 Jahre, in denen Axel und Gerrit gearbeitet und gebaut haben, bis sie sich endlich sicher waren, dass sich dann solche Satellitenprojekte wie das Kamerasystem überhaupt lohnen. Ja, Kameras sind ja schön und gut, wenn man aber nichts zu filmen hat, weil wir die Strecke nicht kriegten. Viele Hersteller haben behauptet, sie können das. Und als sie dann gesehen haben, worum es sich geht, wussten sie gar nicht, was soll denn da? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das sind ja alles Kurzschlüsse. Sind es im Endeffekt auch. Aber sie konnten es nicht herstellen, obwohl sie es behauptet haben. Hoffen wir mal, ein Dreivierteljahr tolle Baubilder geben ab demnächst, wenn wir die Strecke dann anfangen zu konstruieren und zu bauen. Und dann werden wir mal gucken, wann wir Monaco öffnen können. Wir haben den Anruf bekommen, sorry, es hat nicht geklappt. Es gab beim letzten Arbeitsschritt, war die Information, gab es ein Problem mit der Kupferauflage und dem Verschmelzen der Layer. Aber er ist sich ziemlich sicher, dass es bis dahin alles einwandfrei war und dass dieser letzte Arbeitsschritt durch eine taktische Änderung auch fehlerfrei machbar ist, nur leider erst in 4 Wochen. Am Ende hat es dann 3 Jahre gedauert, bis wir das sogenannte schwarze Gold in den Händen gehalten haben, was eigentlich weiß war. Dann bin ich soweit und hey, wie oft habe ich geträumt, das mal sagen zu können. Gentlemen, start your engine. Ja, während der Testphase kamen die Autos irgendwann plötzlich zum Stehen und wir haben nicht herausgefunden, warum. Und wenn man sie hochgehoben hat, machte das den Eindruck, als ob das Magnetfeld immer noch da war. Es hat ewig gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass die statische Aufladung dafür verantwortlich war. Als diese Erkenntnis kam, standen wir alle da und meinten, oh nein, es ist so simpel. Gerrit, das Emotion, die man da immer mit aushalten dürfte, war so, wir brechen das Ganze jetzt komplett sofort ab. Und ich dachte mir nur so, Gerrit, es funktioniert bestimmt am Schluss irgendwie. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ist nur alles eine Frage der Zeit. Ja, hat auch was. Erzähl. War ich immer jeden Tag mit Gerrit zusammen am Diskutieren, wie wir das realisieren. Und andere waren schon sauer, weil keiner mehr was von Gerrit hatte. Ach, das war super cool. Es sind 4 Autos gefahren, einer ist bis ins Ziel gefahren. Der eine hätte beinahe den anderen überholt, aber trotzdem gab es natürlich Fehler.
Yes! Jetzt ist es aber, jetzt ist es aber. Die erste Runde, Mensch, das war ein Moment. So kleine Teilstrecken hatten wir ja vor die Monate immer schon gesehen. Aber diese erste Runde, die einmal komplett durchgefahren wird, Mensch, das war ein Gänsehautmoment. Achtung, geht los. Hier ist es warm. Hier ist es sehr warm. Hier ist der ist heiß. Ja, Gerrit, geschockt warst nicht nur du, sondern auch Nico Rosberg, als das Ganze dann endlich gelaufen ist. The whole of Monaco during Grand Prix weekend. My school is there. That's where I went to school. That's mein Klassenzimmer. Und ab dann wussten wir, das System hat Potenzial. Wir kriegen das Auto über diese 24 Meter bewegt. Und wenn wir ein Auto bewegt kriegen, mein Gott, dann kriegen wir auch 14 bewegt. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Ja, wir hatten ja die ganze Zeit über ganz viele Rückschläge und es ging 2 Schritte vor und 3 zurück. Und irgendwann sagte Gerrit mal Bescheid und sagte, das müssten wir jetzt auf jeden Fall mal angucken. Und da standen wir in der Anlage und da fuhren tatsächlich 8 mehr oder weniger fertig bemalte Autos und haben über 3, 4 Runden ein Rennen simuliert. Und das war schon so sensationell und es war kurz vor der Eröffnung. Und da kriegt man das erste Mal doch so ein bisschen Hoffnung, das könnte vielleicht doch klappen. Ja, und dann steht Gerrit eines Tages bei uns im Büro und sagt, ey Jungs, wollt ihr mal was Krasses filmen? Gerrit rief uns zusammen und sagt, wir fahren jetzt mal ein Rennen mit ganz vielen Autos. Und ich stand da wirklich. It's lights out and away we go. Red Bull has the pole position and pulls away. Und dann haben wir den Imagefilm von Monaco gedreht und den wollten wir einfach auch nochmal auf ein nächstes Level heben und haben deswegen uns einen Motion Control Kameraroboter besorgt. Mit dem konnten wir einen Shot hinbekommen und den wollten wir auch unbedingt haben, den wir so nie hätten umsetzen können. Und zwar eine Ego-Perspektive von so einem kleinen Formel-1-Auto, wie es über die Strecke fährt. Und genau da passiert's. Der abendliche Anruf von Manuel, einem Kollegen vom Leitstand, der sagte, du, unserem TV-Team ist da gerade ein Kamerakran in die Formel-1-Platine gerauscht. Ich dachte, was ist euch passiert? Wir stehen weniger als eine Woche vor der Öffnung und ihr habt was gemacht. Ich war nervös, das kann man mit Worten nicht beschreiben. Wir wussten, die Fürstenfamilie, die kommt extra aus Monaco nur für uns nach Deutschland, nach Hamburg geflogen. Gerrit war zu der Zeit im Urlaub und dann haben wir beschlossen, wir lassen den Chef im Urlaub. Wir haben in Rekordzeit die Platine gewechselt oder die Kollegen haben die Platine gewechselt, neu beklebt. Aber Gerrit kam aus dem Urlaub zurück und sagte, was habt ihr mit meiner Platine gemacht? Und das Lustige ist, während ich hier gerade rede, habe ich auf den Bildschirm geguckt und ich habe einen Vollabsturz meiner Steuerungssoftware. Original, das klingt jetzt komisch, aber das habe ich seit Monaten nicht gehabt. Druck. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Wenn ich noch mal einen Monat zurückschaue, da waren unsere Listen, auch bei Stefan, auch bei Daniel fürs Kamerasystem, die waren so lang, dass ich nicht dran geglaubt habe, dass wir zu diesem Punkt kommen können, dass wir sagen können, wir können das eröffnen. Und dann arbeiten wir alle zusammen über Jahre an diesem Moment der großen Eröffnung von Monaco. Schaffen das, wovon wir geträumt haben, dass wir Albert, Charlene und sogar die Kinder ins Wunderland bringen und mit ihnen gemeinsam ein Rennen fahren. Ich habe damals immer gesagt, das war surreal. Und das trifft es auch am besten. Surreal, weil du konntest es nicht begreifen. Es war mit die schönsten Gefühle, die man haben kann. Diese Aufregung, diese Angst, aber auch Vorfreude zu haben. Da kamen die um die Ecke mit den weißen Mäusen, ganz wie Polizei. Und die haben ins Mikrofon geschrien, die Polizisten, fahren Sie an den Rand! Now it's the moment. Gerrit is very, very nervous. Yes, it's an honor to have you here, because 11 years ago we had the idea to build a Formula One race. Proben das Tag für Tag und sind auf alles vorbereitet und wissen, es gibt eine ganz kleine hypothetische, oder so klein war sie, glaube ich, gar nicht, in meinen Augen war sie vielleicht klein, Chance, dass es schief geht. 3, 2, 1, 0, start! Und was tritt ein? Es geht schief. In Miniature. Oh. There's only one moment we are frightened about, and this is exactly the moment. Und was machst du? In einer Souveränität moderierst du es weg, dass der Ausfall sogar zum Highlight wurde und dass es neben all der Technik, neben all dem Genie, der in deinem Kopf und deinen Händen steckt, halt auch eine wahnsinnige Gabe, dass du einfach vor Menschen, vor der Kamera unfassbar gut bist. Es war einfach eine Mischung aus Superlative und Superlative. Anders kann man das nicht sagen. So, we have a winner. The smallest trophy in the world. Man hat bei First Albert so gemerkt, wie unfassbar stolz und begeistert er davon war, dass das im Wunderland ist. Und das war natürlich für uns der Stempel und für uns auch die Ehre, von der wir immer geträumt haben, wo wir nicht gedacht hätten, dass wir diese jemals bekommen. Und ja, es war, ehrlich gesagt, genau der verdiente Abschluss dieses großen Projektes Monacos. Naja, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es fertig. In diesem Team zu arbeiten mit Axel, Daniel, Gerrit,
es hat uns in gewisser Weise irgendwie zusammengeschweißt. Es hat richtig Spaß gemacht. Und am Schluss dieses Ergebnis zu sehen, wo man dann sieht, hey, es funktioniert endlich. Da ist einem so ein Stein vom Herzen gefallen. Obwohl, es ist noch nicht vorbei. Es ist ja noch gar nicht vorbei. Ich habe ja noch genug Ideen. Ein bisschen fehlt einem das auch, weil da könnte man immer so weitermachen. Dann will man auch gar nicht fertig werden, weil auch wenn es fertig ist, dann ist es vorbei. Klingt ganz gut. Jetzt ist mal wieder einer dieser Punkte erreicht, den wir schon ein paar Mal in der Wunderland-Geschichte hatten. Nämlich, du hast was Großes erschaffen und danach kommt erstmal diese Leere, wie beim Flughafen, zuletzt bei Monaco. Ich würde mal sagen, wir sind soweit. Was soll danach noch kommen? Wie soll das noch übertrumpft werden? Hi Gerrit, die Formel E in klein, die gibt's bei uns in riesengroß. Von großen Crashes, vielen Emotionen und Siegen ist alles dabei. Pascal Wehrlein for Porsche becomes the 2024 Formula E World Champion. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge eures Tagebuchs. Eure Monaco-Strecke ist der Hammer und wir sind sehr beeindruckt von eurer Leistung. Und weil wir bei Porsche Riesenfans des Miniatur-Wunderlands sind, würden wir uns riesig freuen und ihr seid herzlich eingeladen, uns auf der Rennstrecke zu besuchen. Wir freuen uns, bis bald. Ja, es ist die 100. Folge vorbei, Gerrit. Und ich weiß nicht, ob du jetzt gerade glücklich bist, stolz bist, weinst vor Emotionen, das so alles mal im Rückblick zu sehen und so. Ich kann nur eins sagen, das waren jetzt die ersten 100 Folgen. Jetzt mach mal weiter, gib mal Gas hier. Ne? Die 101. wird die schwerste, ne? Weil jetzt sind erstmal die ersten 100 durch. Ich zähle auf dich. Du wirst uns schon noch wieder vom Hocker reißen. Du hast Projekte ohne Ende in deinem Kopf und ich kann es gar nicht erwarten. Und ich gehe jetzt auch mal wieder an meine Arbeit und du legst am besten los. Tschüss.